Man wendet es an und man spürt einfach, es ist richtig. Und das finde ich so unglaublich wertvoll, weil vorher war es vielleicht, jemand sagt, ja, probier mal das, aber das Herz ist eben nicht dabei. Und das war bei mir beim Ayurveda, wo ich auch so von, wow, da bin ich angekommen und hast dich verliebt. Genau. Herzlich willkommen, Stefanie, zu diesem schönen Gespräch und herzlich willkommen alle, die zuschauen. Wir sind wieder mal draußen, das heißt, es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Außengeräusche gibt, wie Flugzeuge oder gerade ein bellender Hund, aber es ist einfach so schön hier draußen. Genau. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Du bist Ayurveda-Spezialistin und dich hat ein ganz persönlicher Weg dahin geführt, wo du jetzt heute sein darfst. Genau. Und darüber sprechen wir. Ja, ich freue mich sehr, meine Geschichte zu erzählen und auch auf den Austausch mit dir. Schön hier zu sein. Danke, Stefanie. Ja, wie bei uns allen, die mal irgendwann chronisch erkrankt waren, ist es so, dass wenn wir zurückblicken, dass uns so viele Sachen auffallen, wir viel sensibler geworden sind für das, was dann schlussendlich zu diesem großen Zusammenbruch geführt hat. Und ja, ich würde sagen, wir tauchen einfach ein und ich fange immer gerne an damit, wo hast du jetzt im Nachhinein gemerkt, dass die ersten Anzeichen waren, wo du persönlich aus diesem Gleichgewicht geraten bist? Begonnen hat das, als ich 16 war. Da war eigentlich zuerst körperliche Anzeichen, Verspannungsanzeichen. Also ich hatte einen Halswirbel, der sich immer wieder gelöst hat, der sich verklemmt hat. Ich hatte Probleme in meinem Daumen, ich hatte Migräne, sehr starke Migräne und konnte mir das alles überhaupt nicht erklären. Ja. Auch die Ärzte konnten es mir nicht erklären, weder meinen Daumen, ich hatte dann den eingepackt, man hat den geröntgt, MRI gemacht, man hat nichts gesehen. Aber war denn der geschwollen? Oder was? Auch nicht wirklich. Also man hat eigentlich nichts gesehen, aber ich hatte einfach unglaubliche Schmerzen im Daumen. Auch neurologisch war nichts, das hat man alles abgeklärt. Und ja, das waren so die ersten Anzeichen, würde ich jetzt sagen, dass einfach was nicht in Ordnung war. Genau. Ja. Und ich habe dann viel gemacht mit basischer Ernährung auch, habe das aber ein bisschen übertrieben, habe dann sehr viel Rohkost auch gegessen und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass vor allem auch mein Magen, also die Verdauung war schon länger das Problem, ich hatte oft Verstopfung und dann wieder ein bisschen Durchfall und auch mit dieser ersten Umstellung wurde es wie nicht besser. Und ich habe dann auch zu extrem nur noch eben Salate und was mein Fehler war, noch ein bisschen viel tierische Eiweiße gegessen, aber ich wusste es halt nicht besser. Ja, und das war unsere Zeit, oder? Genau, viel Salat, viel Früchte und dann die tierischen Eiweiße, also hochwertig. Ja. Viel Fisch habe ich gegessen, aber ja, das hat dann zu unglaublichen Schmerzen, Blähungen und halt eben diesem Durcheinander von Verstopfung und dann wieder Durchfall und auch stundenlangem auf der Toilette sitzen geführt. Ja, mit Blähbauch. Ich habe da noch im Büro gearbeitet und ich konnte gar nicht mehr sitzen. Also ich konnte mich nur so... So schmerzhaft. Ja, genau. Und die Rippen, gell, alles presst auseinander, man hat gar keinen Platz. Nein, für die ganze und man Luft. fühlt sich so schwer. Also halt wirklich gebläht und es war ein unglaublich unangenehmes Gefühl und ich war ja dann der Meinung, ich ernähre mich so gesund und wusste dann gar nicht, was könnte ich denn tun, damit das irgendwie besser wird. Und dazu natürlich eben dann die Kopfschmerzen auch und der Zusammenhang war mir ein bisschen klar, Bauch, Kopf vielleicht, aber eben man weiß wie gar nicht, wo beginnen, weil ich war dann auch in schulmedizinischer Abklärung und dann war halt die Kopfschmerzen kommen vom Stress und ich wusste ich habe noch eine Ausbildung nebenbei gemacht, habe studiert neben dem Beruf, aber es war für mich nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich sei unglaublich gestresst und dann so, vielleicht ist es ja privat und ich wusste einfach gar nicht, was ich mit dieser Aussage eigentlich anfangen soll. Ja, und das ist ja auch so ein sensibles Alter. Man fängt gerade an, in den Beruf zu starten, man träumt, alle rundherum blühen auf, machen das, gehen reisen, haben nur
vielleicht erste Beziehungen und so weiter. Genau. Und dann wirft es einen so krass zurück, weil man sich selbst wie nicht mehr vertrauen kann, wenn der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Genau, man weiß nicht, was man tun könnte, damit es einem besser geht. Ja. Man fühlt sich dann auch ein bisschen alleine, das ist definitiv so, ja. Ja, und beim Blähbauch, also bei dieser ganzen Reizdarmgeschichte, ist es ja manchmal so, dass es plötzlich weg ist. Und man denkt so, was war jetzt heute, dass es anders ist, und dann schlägt es wieder komplett ein. Es ist ja auch, man kann es irgendwie nicht greifen. Ich habe dann auch Ernährungstagebücher versucht zu führen, aber das ist ja alles so verzögert. Also manchmal merkt man ja was erst 3 Tage später oder wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt für mich gesund und es ist aber eigentlich nicht gesund, dann ist es unglaublich schwierig rauszukriegen, woran es überhaupt liegt. Auch mit den Kopfschmerzen. Es war einfach, war nicht zielführend dann. Ja, und man sagt ja auch, gell, das Immunsystem sitzt im Darm oder der größte Teil davon. Genau. Und bei dir ging es dann weiter mit Blasenentzündungen, die sich chronisch entwickelt haben. Genau, ja. Genau, chronische Blasenentzündung, die dann die Niere angegriffen haben und irgendwann hatte ich dann eigentlich den Totalzusammenbruch nach einem Bike-Urlaub. Also ich bin in den Urlaub, weil ich gemerkt habe, ich brauche einen Break, bin dann biken gegangen und am letzten Tag hätte ich fast nicht mehr nach Hause fahren können, weil ich einfach diese Schmerzen in der Niere hatte und dann schlussendlich auch eine Blutvergiftung aufgrund dieser Nierenbeckenentzündung. Und das war dann Schüttelfrost pur und ja, das war wirklich nicht so eine lustige Zeit. Genau, ja. Und da war ich dann auch unglaublich froh. Ich hatte riesig Glück, ich war alleine unterwegs. Ich wäre eigentlich mit dem Zug nach Hause gefahren und dann die haben sich dort so lieb um mich gekümmert und haben mir dann auch gesagt, ich könne unmöglich mit dem Zug fahren. Ich bin dann mit dem Auto gefahren und ich wusste es nicht, aber es war ein Arzt mit dabei. Und also war das so eine Fahrgemeinschaft? Oder nein, das waren 2 Herren, die auch im Bikeurlaub waren, die dann nach Bern gefahren sind, wieder auch zurück. Und ich hatte dann das Glück, dass sie gesagt haben, sie nehmen mich mit. Und er hat mich dann noch angeschaut und gesagt, bist du überhaupt transportfähig? Und ich wollte einfach nur nach Hause und habe gesagt, ja, das geht. Und bin dann eingestiegen und unterwegs war dann komplett Zusammenbruch. Und ja, genau. Und zum Glück war er dann mit dabei und konnte mir da helfen. Und durch das habe ich es dann ohne Spitalaufenthalt überhaupt nach Hause geschafft. Ja. Genau. Ja, das ist so krass, weißt du, kommt so oft vor bei chronisch Erkrankten. Ich sage es immer so, wir haben uns an ein Schmerzlevel gewöhnt und das einfach zu überleben, dass dann schlimme Sachen passieren und wir sind einfach auf diesem Automatikfokus, ja, ich schaffe das schon, gehe mit dem Zug, mit dem Fahrrad heim. Ich meine, ich habe am Tag vor der Blutentzündung habe ich noch eine Königsetappe mit dem Bike gemacht und alle haben mich dann gefragt, wie hast du das geschafft? Genau. Wie konnte dein Körper überhaupt noch die Energie aufbringen? Du hattest doch Schmerzen. Genau. Aber ich war mir so gewohnt, dass mir halt mal der Nacken zwickt, dass ich irgendwo im Körper Schmerzen habe, dass ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Ja. Und das hat mich irgendwie auch unglaublich traurig gemacht, dass ich da nicht irgendwie schon sensibel war, aber ich musste ja einen Weg finden, mit den Schmerzen überhaupt umzugehen. Genau. Ja, und ich finde das so spannend, weil das bei allen Geschichten sich wiederholt. Also man wird krank, schon in jungen Jahren. Man hört von außen, da wo man Hilfe sucht, es ist alles in Ordnung, man findet nichts, lebe damit. Also zieht man sich einen Panzer an, lebt damit und dann fährt man komplett gegen die Wand. Genau. Aber der Ratschlag kam halt irgendwann von außen. Und dieser Weg finde ich jetzt so spannend, das mit dir anzuschauen. Wie hast du zurück zu deinem Inneren gefunden, dass du wirklich innen die Lösung dann gesucht hast und auch gefunden? Wie kam der Switch? Und meistens kommt er bei so einer schrecklichen Geschichte, wo einfach alles nicht mehr funktioniert. Genau, ja. Also ich bin heute eigentlich sehr dankbar, dass ich diesen Weg machen durfte, durfte, beides.
Ich habe aufgrund der Verspannungen, der Kopfschmerzen, habe ich relativ früh mit Tai Chi begonnen, also so in dieser Zeit drin, und das hat mir einfach so gut getan, weil ich ja diese ruhige, meditative Bewegung, das war so der Ort, wo ich wusste nicht, was passiert, aber ich habe gemerkt, irgendwas passiert in meinem Körper. Und ich hatte einen unglaublich tollen Tai Chi-Lehrer, der ging dann nach Brasilien zurück, und dann er war pensioniert dann, und dann war wie, mit wem weiter, wie weiter damals, das ist jetzt fast 20 Jahre her, da gab es noch nicht Tai Chi an so vielen Orten, und so bin ich eigentlich ein bisschen zum Yoga gekommen. Habe dann viel Yoga gemacht, und als eigentlich dann die Diagnose Reizdarm, als die Nierenbeckenentzündung da war, das war wirklich der Moment, wo ich auch gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr. Und ich habe dann nochmal schulmedizinisch alles abchecken lassen, wurde dann auch eben mit dieser Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung und mit dem Reizdarm diagnostiziert. Und sie haben mir dann auch gesagt, sie können mir nicht weiterhelfen, aber ich hatte einen unglaublich guten Magenspezialisten, der mir dann eine Ernährungsberatung empfohlen hat, und so bin ich dann noch über eine Freundin zu einer Ayurveda-Ernährungsberatung gekommen. Und hat er, der Schulmediziner, die Ayurveda-Beratung empfohlen oder allgemein eine? Allgemein eine Ernährungsberatung. Ja, und dann bist du... Und dann bin ich zum Ayurveda gekommen. Ich habe schon mit 20, weil ich halt schon immer interessiert war an gesunder Ernährung, hatte ich mir schon ein Buch gekauft. Als ich ausgezogen bin, hatte schon gewisse Gewürze im Regal, aber ich finde es halt selber unglaublich schwierig zu wissen, welches Gewürz jetzt für was. Und als ich dann hörte Ayurveda, war für mich wie klar, ah ja genau, das fühlt sich so richtig an. Und so bin ich in die ayurvedische Ernährungsberatung und war unglaublich begeistert, nachdem ich wirklich einige Jahre diese Schmerzen hatte, diese Blähungen, diese Stuhlthematik, die ja wirklich sehr, sehr unangenehm ist, die einem sehr viel Energie auch raubt, habe ich innerhalb von eigentlich ein paar Monaten wirklich den Switch geschafft, dass ich nicht mehr ständig Schmerzen hatte, dass die Blähungen plötzlich weg waren. Und da war ich einfach fasziniert, es waren einfache Tipps auch, wie warmes Essen, gekochtes Essen. Ich habe die tierischen Eiweiße eigentlich komplett weggelassen. Und ich hatte vorher auch immer ein bisschen Eisenmangel und hatte dann so ein bisschen das Gefühl, boah, da haben mir immer alle gesagt, du musst schön schauen, dass du auf deine Proteine kommst, auf die tierischen Proteine. Und seit ich die nicht mehr esse, ist mein Eisen viel besser. Und das war kann für mich die gleiche Geschichte erzählen, das ist doch verrückt, oder? Ja, es ist wirklich verrückt. Ja. Ja. Mich hat sogar meine Gynäkologin dann richtig, wie sagt man schön deutsch, zusammengemurkst, als ich ihr gesagt habe, dass ich jetzt mich vegan ernähre. Und dann hat sie gesagt, ja, da müssen Sie sich gar nicht wundern mit dem Eisenmangel. Ich so, nee, der ist top, der ist jetzt top seither. Ja, und das ist auch das Schöne, dass ich für das im Ayurveda ganz viele Antworten gefunden habe. Also das Verdauungsfeuer ist einfach unglaublich wichtig, das Agni, dass das funktioniert, weil wenn wir das, was wir essen, auch verdauen können, dann geht es uns wirklich viel, viel besser. Und ich habe dann eben selber diese Erfahrung gemacht durch diese Beratung, habe dann wirklich auch mein Essen umgestellt, habe selber so eine Khichdi-Kur gemacht, wo man wirklich Mung Dal mit Reis, habe ich über 10, 12 Tage nur das zu mir genommen, um den Darm einfach mal zu entlasten. Und ich würde sagen, das war eigentlich so die Kehrtwende, wo ich während diesen Tagen plötzlich keine Schmerzen mehr hatte. Und das war für mich wie, ich bin neugeboren. Ja, das ist eine Neugeburt, definitiv. Ja, genau. Ja. Und dann war für mich irgendwie wie klar, ich lebe das weiter. Das ist ja dann nicht eine Diät, wo man einfach wie entscheidet, ich mache jetzt das mal 2 Monate und dann gehe ich zurück, weil man will gar nicht mehr zurück, weil man einfach spürt, wie gut es einem tut. Ja. Und ich war dann ein bisschen unsicher, wie mein Weg weitergeht, aber mir war wie klar, irgendwie möchte ich diesen Weg noch konsequenter weitergehen können und wusste dann nicht, ist es vielleicht Yoga, das ich ja auch schon praktiziert habe, das mir sehr geholfen hat, eine
Entspannungsform zu finden durch die Bewegung, wo ich gemerkt habe, die tut mir auch gut, ähnlich wie Tai Chi. Und habe dann überlegt, geht mein Weg weiter mit Yoga oder Ayurveda. Die beiden gehören ja sehr stark zusammen. Und trotzdem wusste ich, die Ernährung hat mich schon so oft in meinem Leben begleitet. Und ich habe jetzt sowas gefunden, das mich überzeugt, dass ich einfach mehr wissen möchte. Und habe dann eine Ausbildung als Ayurveda-Ernährungsgesundheitsberaterin begonnen. Und ja, den ersten Tag war ich noch etwas skeptisch, so ist es das, ist es nicht. Und so ab dem Nachmittag, da war für mich vollkommen klar, diesen Weg gehe ich weiter. Und habe dann so eigentlich meinen Ayurveda-Weg begonnen und im Ayurveda so viele Antworten gefunden für meinen Körper, den Zusammenhang mit dem Geist, die Emotionen, ja, wo ich plötzlich wie so fand, wow, da geht eine neue Welt für mich auf, in der ich mich wirklich zu Hause fühle. Ja, bei Ayurveda ist so schön, dass es alles zusammenfasst. Alles. Genau. Die Natur, die Jahreszeiten, das Agni, wie du beschrieben hast, deine Konstitution, deine Psyche, alles ist mit dabei. Und ich glaube, etwas ganz, ganz Wichtiges ist es, dass man sich in diesen Heilungsweg verliebt, den man gehen möchte. Genau. Und bei dir war das Ayurveda, du hast gespürt, dass das gibt jetzt wirklich Nahrung, das gibt Antworten auf meine Fragen. Und dann kommt diese Hoffnung dazu. Und die beflügelt einem auch so krasse Veränderungen zu machen, wie eine Ernährungsumstellung. Genau. Ich meine, das ist für jeden eine Herausforderung. Ja. Aber es war gar keine Frage. Genau. Es ist einfach, man möchte gesund sein und dann geht man diesen Weg und genau. Ja. Mir ging das so, als ich die Ernährungslehre von Anthony William kennengelernt hatte und ich habe dann immer so Übersetzungen davon gehört und ich habe gemerkt, wie mein Herz einfach so eine Hoffnung bekommen hat und es hat so Sinn ergeben, diese Ernährungslehre, das lasse ich weg, das füge ich ein, da tue ich mir Gutes. Und man hat das richtig gemerkt, wie man innerlich auch so aufblüht. Ja. Also es ist nicht nur die Nahrung, die man isst, sondern auch diese geistige Nahrung von diesen Lehren, dass man sagt, oh wow, das macht Sinn, dahin gehe ich. Genau, absolut. Und es ist eben kongruent, man hört etwas, man wendet es an und man spürt einfach, es ist richtig. Und das finde ich so unglaublich wertvoll, weil vorher war es vielleicht, jemand sagt, ja, probier mal das, aber das Herz ist eben nicht dabei. Ja. Und das war bei mir beim Ayurveda, wo ich auch so von, wow, da bin ich angekommen und hast dich verliebt. Genau. Genau, ja, absolut. Ja, und auch beim Ayurveda ist ja ganz speziell, dass man, das hast du vorhin gesagt, dass man auch die Emotionen anschaut. Und das haben wir vorhin angesprochen. Was sind das für alte Muster, die man gelernt hat, sich immer wieder zu übergehen, sich zu übergehen und zu übergeben? Was ist wirklich die Wurzel davon? Ja. Wo hat dich diese Frage hingeführt? Ja. Das war noch ein ziemlicher Weg. Ja. Ich habe dann die Ernährung begonnen umzustellen. Ich war vorher in einer internationalen Firma, im Marketing tätig und mein Herz war einfach so bereit für Ayurveda, dass ich wusste, ich kündige und ich gehe meinen Weg mit Ayurveda, egal wie ich den gehe, aber ich gehe mit Ayurveda. Habe dann auch in einem Foodtruck gearbeitet, habe in einem Restaurant gearbeitet, habe dort die Ayurveda-Küche wirklich angewandt, unter die Menschen gebracht und so meinen Weg begonnen. Und habe dann auch immer gehört, dass eigentlich auch Ayurveda ist ja nicht nur Ernährung, Ayurveda ist auch Körperbehandlung. Ganz viel Psychologie natürlich auch, aber eben auch die Körperbehandlung. Und ich war aber immer so ein bisschen, nein, diese Behandlung, die brauche ich nicht. Ich habe die Ernährung und damit geht es mir schon viel, viel besser. Und das war dann auch noch so ein ziemlicher Weg. Ich habe klar mit Yoga am Körper gearbeitet, aber trotzdem ist dann die Ayurveda-Massage, die Behandlungen, die sind dann auch in mein Leben gekommen. Und wenn man das lernt, dann erhält man es ja auch selber. Ja. Und ich habe da schon gemerkt,
bei einer ganz spezifischen Behandlung, der Kalari-Behandlung, dass mein Körper reagiert, dass meine Emotionen reagieren. Und da begann eigentlich die Auflösung auch so ein bisschen von einem Thema, das mich einfach immer wieder beschäftigt hat, das irgendwie begonnen hat, auch so ein bisschen bei meinem Vater und das sich dann so ein bisschen weitergezogen hat. Und trotzdem habe ich wollte dann immer mehr, ich bin so ein Typ, wenn ich da so das Gefühl habe, irgendwie ist da was, so auch dieses Gefallen den anderen und diese Bestätigung von außen, diese Wertschätzung, die man bekommt, wenn man eben so eine Königsetappe auf dem Bike schafft und dann alle sagen, wow, das hast du jetzt super gemacht. Genau, also was für eine Auszeichnung, oder? Und das war für mich so, boah, ich bin voll stark. Und habe aber gemerkt, irgendwie ist es gar nicht die Stärke, die ich möchte, sondern ich möchte eigentlich die Stärke haben, meinen Körper wahrzunehmen, zu spüren, was tut mir wirklich gut, was möchte ich eigentlich machen, möchte ich heute biken oder möchte ich vielleicht lieber ein Buch lesen oder einen Spaziergang am See. Und das war mir gar nicht so klar, weil das irgendwie wie immer so an die Person auch gebunden war, die mich so ein bisschen begleitet hat in meinem Leben. Und da auch immer dann die Bestätigung auch daraus zu holen, die Wertschätzung zu kriegen, die ich mir gar nicht gegeben habe. Also nicht mir als Person, sondern nur immer gebunden an das, was ich gemacht habe. Und je mehr man sich ja auf seinen Weg begibt, desto mehr spürt man ja auch, da ist eigentlich was, das meine Wahrheit ist. Ich habe ein Buch gelesen und darin war das Zitat, die Wahrheit ist ein pfadloses Land. Und der Spruch oder dieses Zitat hat mich so unglaublich berührt, weil ich gemerkt habe, dass ich mich immer auf Pfaden bewegt habe. Und ich schon meinen Weg mit Ayurveda ganz klar immer wieder gesucht habe, aber mir noch nicht eigentlich die Fähigkeit oder die Stärke auch erlaubt habe, so wirklich auf meinen Weg zu gehen und mich auch kennenzulernen. Und das war nochmal ein unglaublicher Weg dahin, der auch oft geschmerzt hat, also wo man so wirklich mit seinen alten Themen, mit seinen Mustern, mit seinen Blockaden auch wirklich konfrontiert wird. Und das war dann so im letzten Herbst, also es waren so 10 Jahre, die ich in die eigene Weiterentwicklung, Ausbildung, aber vieles ist ja dann auch persönliche Weiterentwicklung eigentlich investiert habe. Und im letzten Herbst wurde mir da wie so in einer Meditation dann so eigentlich, und das war begleitet auch klar, da liegt eigentlich der Kern, die Ursache von meinem Denken. Das war ganz, ganz früh in der Kindheit, wo etwas passiert ist. Und ich war auf der einen Seite unglaublich erleichtert, das zu wissen, weil ich immer das Gefühl hatte, warum bin ich, wie ich bin? Warum habe ich diese Anspannung in meinem Körper? Warum habe ich dieses wie gefroren sein, wenn mir jemand gesagt hat, halt doch mal den Arm locker. Ich konnte ihn gar nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin doch locker. Nein, du bist einfach so erstarrt. Und ich wusste endlich, diese Erstarrung, die hat eine Ursache. Und wow, das ist so eine Befreiung, oder? Genau, es war eine Befreiung. Ja. Und gleichzeitig war es aber auch so es war auch so wie der Moment, wo ich gespürt habe, jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Ich brauche wie die Zeit, mich zu heilen, nochmal auf komplett andere Weise. Und ich wusste auch, das will ich jetzt machen. Ich will nicht 3-4 Jahre warten. Ich habe immer gedacht, ich schenke mir so eine Ayurveda-Kur, wenn ich vielleicht 40 bin oder 45. Und dann war einfach so, jetzt oder nie. Und dann bin ich für fast einen Monat nach Indien und habe eine Panchakarma-Kur gemacht. Also Ayurveda wirklich in seiner Ganzheit nochmal erspürt. Und habe
da wie so die unglaubliche Erfahrung gemacht, wie stark unser Geist und der Körper eben wirklich zusammen arbeiten. Also das war für mich nochmal so ein Moment, wo ich gespürt habe, obwohl ich schon so lange Yoga mache, Ayurveda mache, wurde mir jetzt auf diesem Weg nochmal so viel klar. Und durch die Körperbehandlungen, durch das Öl, durch die Berührung auch, konnten ganz, ganz viele Emotionen aus meinem Körper, aus dem Gewebe auch raustransportiert werden. Und ja, das war so befreiend, als ich so gegen Ende dann das Gefühl hatte, boah, ich bin einfach entspannt. Ich kann besser atmen, ich habe nicht ewig das Gefühl, meine Beine waren so locker, mein Bindegewebe war locker und ich habe gesagt, ich bin bestimmt die einzige Frau, die das einfach super toll findet, dass es jetzt eher schwabbelig ist und nicht mehr dieses Angespanntsein die ganze Zeit, weil das war für mich so eine neue und echt befreiende Erfahrung. Wow. Ja. Wow. Und gleichzeitig war es für mich auch diese komplette Annahme der Körpertherapie. Weil ich vorher, die Ernährung war mir einfach schon immer unglaublich wichtig und die Behandlungen auch. Aber durch diese Eigenerfahrung ist es für mich jetzt wie so noch ein wichtigerer Bestandteil von auch meiner Therapie, also die ich anderen anbiete, weil ich einfach gemerkt habe, wie unglaublich wichtig es ist, das alles auch aus dem Körper, diese Blockaden zu lösen. Ja, Berührungen sind so heilsam. Genau. Ja, Wahnsinn. Ich finde das so spannend, diese Reise zu sehen von diese Ernährung, weißt du, das war deine Stärke. Mit Ernährung, das hat schnell Sinn ergeben. Und dann gab es noch eine lange Wegstrecke und das finde ich eben so spannend, diesen Weg zu beobachten. Die Ernährung, diese Umstellung, das war deine Stärke. Das war das, wo du gesagt hast, ja, da konntest du alle Kraft zusammennehmen und das machen. Und jetzt hättest du auf diesem Weg bleiben können. Du hättest sagen können, nur die Ernährung und nur das und damit werde ich mich heilen, damit werde ich alles schaffen. Aber das war nicht die ganze Wahrheit für dich. Genau. Die ganze Wahrheit war, erstens, es hat mega Zeit gebraucht. Weil die innere Entwicklung, mental an den Punkt zu kommen, wirklich schmerzhafte Traumata in der Kindheit anzuschauen, das braucht Zeit. Genau. Und ich vergleiche das immer so, es ist, als wäre man so vor einem See, der ist total trüb. Man sieht die Hand vorm Auge nicht, wenn man mit der Taucherausrüstung reingeht. Und man weiß, da unten liegt aber mein Schatz. Da unten ist meine Wahrheit. Ja. Und man taucht los und man taucht und findet diesen Schatz nicht mehr. Man findet seine Wahrheit nicht. Und dann macht man die Reinigung mit der Ernährung. Alles wird gereinigt. Alles wird sauber. Man taucht rein und du siehst den Schatz von 300 Meter weiter. Und natürlich musst du dahin tauchen und du musst die Skills des Tauchens lernen. Genau. Aber es lässt auch etwas hinter dir. Das war ein Teil deiner Heilungsgeschichte und nachher kam das noch dazu. Und das finde ich so wunderbar, dass man sich da nochmal öffnet und sagt, okay, was ist es denn noch? Und bei dir waren es diese Körpertherapien, das nochmal zurück in die Kindheit reisen, in der Meditation. Das finde ich übrigens, mir hat Meditation so viel geholfen, auch in der Heilungsreise. Oder das innere Kind, da Frieden schließen. Oh. So heilsam. Genau, das Thema Frieden schließen, das ist so unglaublich wichtig. Es klingt ja so, ja klar, wir sind in Frieden, aber das wirklich diesen Frieden ganz, ganz bewusst zu schließen mit sich, mit allen involvierten Personen, das ist einfach so wie, für mich war so dieses Friedensschließen oder auch die Vergebung war ein Riesenschlüssel. Auch Vergebung für mich, weil ich ja vorher auch manchmal dachte, ja, du hast dich halt falsch ernährt. Ja, du hast halt zu viel Sport gemacht. Du hast halt dich nicht gespürt. Es war ja auch ganz viel, dass man dann wieder auf sich nimmt. Und dann auch mit sich und auch mit seinem Körper und mit seinem Geist Frieden zu schließen. Und auch mit seinen Emotionen. Das war für mich nochmal ein Riesenthema im letzten Jahr, weil ich einfach gemerkt habe, so viele Ängste, die da waren, so viel Wut, die auch da war. Und Angst und Wut zusammen macht ja so eine schöne Kombination, die so in der Hysterie landet, oder? Wo man dann merkt,
wenn ich da drin bin, ich komme nicht mehr raus. Ja, vor allem, wenn man sie jahrelang gedeckelt hat. Und dann dürfen die so rauskommen und dann denkt man so, boah, was mache ich jetzt damit? Und da hat mir dann wieder die Meditation unglaublich geholfen. Und zwar, bei mir war es jetzt so buddhistische Meditation, wirklich mit in den Körper atmen, immer wieder durch die bewusste Körperwahrnehmung ins Jetzt zu kommen und da auch zu lernen, wie funktioniert denn mein Geist, wie geht der vor, das ist so, ja, das, was ich jetzt finde, ist auch unglaublich spannend. Ja, es ist auch unglaublich spannend, ja, und es liegt so viel Kraft in unserem Geist. Ob wir uns jetzt eben darauf fokussieren, was alles noch nicht gut war oder diese Nervosität oder diese Wut. Und dahin zu kommen, das anzunehmen, das darf sein, es umarmen, es erleben und dann daraus die Kraft zu schöpfen. Ich liebe Vivian Dittmars Emotionslehre, dass Emotionen nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit sind. Das heißt, sie müssen gesehen werden, sie dürfen ausgepackt werden. Und dann dieses zu umwandeln, zum Beispiel Wut, das kann ja zerstörerisch sein, aber es kann auch eine Aktion sein. Es kann das Ja oder Nein sein, was du in deinem Leben brauchst. Ja zu gewissen Dingen und Nein zu gewissen Dingen. Genau. Und in allem steckt so viel Schöpfungskraft und Zerstörungskraft. Und das wieder zu kanalisieren, das ist so heilsam. Ja, genau, die Kanalisierung. Was ist jetzt genau, was stimmt für mich und was stimmt nicht. Das ist sehr, sehr wichtig und um das kanalisieren zu können, ist es wieder so wichtig, in seiner Mitte zu sein. Weil wenn du nicht bei dir bist, dann weißt du gar nicht, was ist jetzt richtig oder falsch. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist das halt so eine Herausforderung, weil wir so viele Inputs von überall her kriegen, dass wir gar nicht mehr, wir vertrauen uns nicht mehr und wir spüren uns nicht mehr. Und ich glaube, es fängt beim Spüren an und wenn wir uns nicht spüren, wie sollen wir uns vertrauen? Und das ist einfach ein Weg, der auch Zeit braucht und der vor allem immer wieder auch Disziplin braucht. Immer wieder Konsequenz braucht. Konsequenz, ich finde es so schön, die liebevolle Konsequenz zu sich selber und auch zu anderen. Das ist so unglaublich wichtig, auch auf diesem Weg. Ja, liebevoll ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass Heilung nur funktioniert, wenn wir in die Selbstannahme kommen. Und was mich so enorm begleitet hat, ist das Mitgefühl. Ich sage immer, das schönste Geschenk, was meine Erkrankung mir mitgebracht hat, ist Mitgefühl zu haben. Und das fängt immer bei einem selbst an. Wenn ich selber Mitgefühl für mich habe und meine Situation, dann später kann ich das allen anderen auch geben. Und der Moment, als ich das erste Mal Mitgefühl mit mir hatte, mit meiner Erkrankung, mit meiner Situation, da habe ich so heilsam geweint. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir heutzutage viel vergessen. Wegen Glanz und Gloria und alles ist perfekt und trilala. Ist das Weinen, dass diese negativen Emotionen, die wir als negativ abgespeichert haben, dass das auch unsere besten Freunde auf dem Heilungsweg sind. Und ja, es tut scheiß weh. Aber es heilt. Ja, es heilt. Ich weiß nicht, wie viele Tränen ich gerade so im letzten Jahr, also schon immer, aber gerade so eben in dieser schwierigen Zeit verloren habe. Ich hatte das Gefühl, ich habe gar kein Wasser mehr in mir und trotzdem kamen Tränen. Und irgendwann habe ich das war auch so in Indien, wo ich dieses Mitgefühl für mich so ganz stark gespürt habe. Und ich glaube auch wirklich so, wenn man es für sich hat, hat man es nochmal ganz anders für andere. Also das ist so was, wo ich echt eine Veränderung auch spüre. Ach, vielen Dank, dass du das alles erzählst. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Ehrlichkeit, dass Menschen, die in dieser Situation sind, dass sie nicht das Gefühl bekommen, bei manchen klappt es einfach so. Bei denen macht die Ernährung Sinn, dann machen sie die Weiterbildung und das und alles klappt. Nein, die Wahrheit ist, oder der Blick in die private Wohnung ist, da passiert viel Trauerarbeit auch. Unglaublich viel.
viel Trauerarbeit, viel Verarbeitungsarbeit, viele Emotionen, die einem überwältigen auch. Also das fand ich so, wo man nicht weiß, wohin damit, wie verarbeiten, wie wieder rauskommen. Und dann hört man so, ja, du musst die Emotion annehmen. Und wenn man drin ist, denkt man so, nein, danke. Ich kann nicht. Und ich glaube, das ist wirklich unglaublich wichtig, dass man weiß, es gibt einen Weg. Und jeder und jede für sich findet seinen Weg, wenn man mal Ja gesagt hat zu sich. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und auch wieder, warum ich dieses pfadlose Land für die Wahrheit so wichtig finde, weil jetzt könnte ja jemand sagen, ja, dann mache ich auch Ayurveda oder dann mache ich auch genau die Ernährungslehre nach Anthony Williams. Genau. Und dann geht es mir auch gut. Aber vielleicht ist das ein Anfang und dann braucht es noch was. Und ich glaube auch, dass wir sind auf einem Weg und wir sind auf diese Erde gekommen, weil wir einfach ganz viel lernen wollen, verarbeiten wollen. Und da gehört es wirklich dazu, sich immer wieder sich selber wieder anzunehmen, sich treu zu sein und sich seinen Weg mit ganz vielen Helfern, die es ja zum Glück eben gibt, auch zu suchen und dann diesen Weg in liebevoller Konsequenz dann eben auch zu gehen. Ja, liebevolle Konsequenz, das ist schön. Ja, ich denke, dass gerade wir im Westen hier einfach aus einer sehr starken Leistungsgesellschaft herauskommen. Wir einfach nicht gelernt haben, Gefühle anzuschauen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert oder wie so ein Leidensweg, aber ich möchte nochmal zurück dazu kommen, man verliebt sich in den Weg und dann, auch wenn es manchmal so weh tut, man hat sich in diesen Weg verliebt, es ist wie in einer Beziehung, ja, es ist manchmal nicht so rosig, aber man weiß, man gehört zusammen. Genau. Und das möchte ich auch noch einfach platziert haben. Ja, wir haben es vielleicht nicht gelernt oder es sind Verletzungen in der Kindheit passiert, wo wir eine Mauer um uns aufgebaut haben. Und diese Mauer abzutragen und dahinter zu blicken, da dürfen wir auch einen wunderschönen Garten entdecken. Also es gibt auch so viel, was geöffnet wird. Deswegen möchte ich einfach diese Ermutigung auch noch aussprechen. Es ist wunderschön, was sich dahinter verbirgt. Ja, unglaublich schön. Und wie du richtig sagst, ich glaube, fast alle von uns haben Erlebnisse gehabt, die uns prägen, die schmerzhaft waren, wo wir beginnen, Mauern zu bauen. Und ich finde, den Mut zu haben, auch die Mauer zu durchbrechen, auch wenn man weiß, das Durchbrechen schmerzt manchmal. Wenn man, du hast das so schön gesagt, wenn man das so spürt, wenn man im Herzen spürt, doch, das ist der Weg, da vertraue ich, auch wenn es nicht immer einfach ist, dann ist das ein unglaubliches Geschenk auch. Und es ist so wertvoll, sich das auch anzuschauen und den Mut zu haben, dahin auch zu gehen. Ja. Und da hilft einem ja manchmal auch die Wut wieder, weil die Wut ja so viel Mut auch mit sich bringt. Und ja, da merkt man einfach, wir wollen ja immer, das ist gut, das ist schlecht. So, wir wollen es wie werten. Aber am Schluss ist das, ist es einfach immer genauso, wie es ist. Und man sollte gar nicht so stark sagen, das ist jetzt schlecht und das ist gut, sondern wenn man auf dem Weg ist, dann fällt es einem immer leichter, auch die schwierigen Momente einfach anzunehmen und zu wissen und darauf zu vertrauen, ich gehe meinen Weg und es wird auch wie gut kommen. So. Ja. Das ist so wunderschön. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt gerade in dieser Situation steckt, wo er merkt, ich habe noch Entzündung, ich habe noch irgendwelche Baustellen und ich fühle mich so kraftlos. Ich fühle mich kraftlos. Was kannst du als Ermutigung noch abschließend mitgeben? Den Glauben nicht verlieren, dass Heilung möglich ist oder dass auch Heilung für einen selber möglich ist. Weil, wie du gesagt hast, manchmal hat man das Gefühl, bei allen anderen funktioniert es und wenn es bei einem noch nicht so ganz
einfach wirklich darauf vertrauen, es gibt auch für mich einen Weg der Heilung. Und das ist ein lebenslanger Prozess, wo man immer ein Stückchen nach dem anderen wieder zusammensetzt und ja, einfach da den Mut haben, sich auf den Weg zu begeben und nicht einfach aufgeben und sagen, bei mir bringt sowieso nichts und jetzt packe ich die Mauer total über den Kopf, sondern dazu sagen, doch, ich glaube an mich, ich glaube an die Heilung und an die Möglichkeiten, die es auch gibt dafür. Ja. Ja, vielen Dank, Stefanie, für das, ja, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist so wunderbar und so ermutigend. So ermutigend. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke dir. Danke. Vielen Dank. Ja, und danke euch fürs Zuschauen, fürs Lauschen. Und ja, wir möchten die Ermutigung an euch weitergeben, dass ihr eure Wahrheit sucht. Genau. Und sag nochmal diesen Spruch von diesen Pfaden. Die Wahrheit ist ein pfadloses Land. Und diesen Weg nicht auf irgendwelchen vorgetrampelten Pfaden. Genau. Da wünsche ich euch einfach Mut, Kraft und Geduld, diesen zu gehen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.